Grüß euch, ich bin der Gerhard Moser, wir sind am Innviertel in der Ortschaft Oberhed. Und ich werde euch jetzt sagen, wie die Beweidung ausschaut bei mir und wie man die Weideunkräuter kennt und wie man kennt, dass die Weide in einem guten Zustand ist. Und eigentlich werde ich euch auch sagen, dass das für Kühe und für die Natur alles gut ist. Also das Besondere bei mir ist eigentlich die Weide im Obstgarten, weil das eigentlich schon relativ selten ist. Und den Vorteil hat, wenn ich im Obstgarten beweide, ich brauche zum Beispiel die Bäume nicht mehr ausmähen, machen die Kühe praktisch. Ja, beim EBW habe ich die Vorteile gegenüber für den Naturschutz, ich habe nicht so viel Vorgaben. Also ich kann mir die Anzahl von den Viecher, was ich pro Hektar auszutun, kann ich mir selber aussuchen. Ich muss halt dann auf die Weide schauen, dass es nicht überweidet ist. Also bei der Überweidung kennt man das, wenn es werden die Weideunkräuter mehr und die Trittschäden werden mehr und die Großnarben wird dann einfach schlechter. Also es wird als Groß kürzer. Trittschäden sind generell nicht schlecht, weil nicht zu viel sind. Weil eigentlich viele Wildblumen, die brauchen Licht zum Keimen, die können in der Großnarben nicht keimen. Und auch viele Insekten haben Bodenbrüter, die da offene Bodenstellen brauchen. Und man muss halt schauen, dass es einfach nicht zu viel werden. Wenn es zu viel werden, muss man halt weniger Kühe machen oder die Weide einfach größer machen. Das kann man da ein wenig handhaben. Also beim EBW, da gibt es ja die 5% Weideunkräuter, also die dürfen nicht mehr als 5% ausmachen. Und da muss man einfach ein wenig dahinter sein praktisch. Da haben wir schon eins zum Beispiel, das ist der Breitwegerich. Der wird nicht gerne gefressen, weil er so holzig ist. Und da muss man halt ein bisschen nachmachen, dann verschwindet er wieder. Und wie andere Sachen, der Ampfer oder so, den muss man ausstechen, weil diese Tierfurzel, der wächst dann wieder nach. Also bei uns an der Streuobstwiesen, da haben verschiedene Altersklassen. Man sagt da bei den Bäumen, da sagt man ganz kleine und dann ein wenig so mittlere und große. Und die großen Bäume, die sind natürlich ganz wichtig, auch also als Nistplatz für Vögel und mit Totholz für Insekten und so Sachen. Und die jungen Bäume, die muss man natürlich nachpflanzen, weil irgendwann ist ein alter Baum wieder mal weg, wenn der Wind umreißt oder der Schnee umdrückt. Und das muss man einfach nachpflanzen, dass es nicht weniger wird praktisch. Wir senken jetzt hinter meiner den Nistkasten, was ich selber mache. Und mit dem Lochdurchmesser kann ich dann ein wenig steuern, was reingeht. Also 28 mm an Blaumeisen, Weidenmeisen, 32 an Kohlmeisen oder 30, dann gehen schon Stare rein. Weil wenn man alle größer macht, dann haben die kleinen Vögel keine Chance, dass sie einzichten können praktisch. Also der Vorteil beim EBW ist natürlich, dass ich da meine Freiheit habe, mit der Besatzdichte von den Kühen zum Beispiel. Und die Freiheit, die nehmen wir durch das aus, ich schaue die Flächen an. Und dann zeige ich, ob das passt oder nicht. Auch mit den Unkräutern und alles, wenn die mehr werden und so, dann muss man halt da was tun und beziehungsweise vielleicht die Flächen vergrößern, dass es nicht mehr so angefressen wird. Ich habe euch jetzt einen Teil von meinem Betrieb gezeigt, insbesondere die Beweidung von der Streuobstwiese. Ich mache das persönlich über EBW, weil ich da mehr Freiheiten habe. Das ist gut für die Natur und die Biodiversität. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.